Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem Juli 2024 Taroskop. Schauen wir uns in diesen Videos hier an, was wichtig und ausschlaggebend ist, was auf dich zukommt. Wie möchte sich dein Juli gestalten? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig und aber auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im Juli. Erleichterung. Alles halb so schlimm. Es ist nicht so wild geworden oder es wird nicht so wild, wie du dachtest. Es kommt eine Zeit auf dich zu im Juli, wo du sehr im Außen gefordert wirst, weil einfach viel los ist, zwischenmenschlich, beruflich, Urlaub, was auch immer du vorhast. Doch du sehnst dich gleichermaßen für dich zu sein, Ruhe zu haben, Rückzug zu wollen. Das kann so ein bisschen herausfordernd sein für dich. Eventuelle kurzweilige Erschöpfungszustände, wo du einfach müde bist und sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will jetzt meine Ruhe haben. Gönne dir diese Ruhe, nimm dir diese Ruhe. Es ist ganz wichtig für deinen Energiehaushalt, dass du da in Balance bist. Eine wichtige neue Entscheidung kommt auf dich zu. Etwas präsentiert sich dir. Es kann ein Angebot sein, ein neues Projekt, eine Anfrage. Sei wachsam, was jetzt nicht bedeutet, vorsichtig zu sein, sondern wachsam, konzentriere dich, schau genau hin. Die Antwort wird von dir relativ schnell abverlangt werden. Entscheide dich weise. Wäge Pro und Contra für dich ab. Doch einerseits dein Abenteuergeist ist geweckt. Du hättest da voll Lust drauf, das zu machen, anzunehmen. Doch andererseits bist du eben, wie gesagt, in diesem Zustand, wo du dann auf der anderen Seite wieder sagst, boah, ich will nur noch meine Ruhe haben, warum kommt es gerade jetzt? Doch das, was du jetzt entscheidest, falls du dich dafür entscheidest, im Dezember wird es noch einmal sehr, sehr prägnant und ausschlaggebend. Der Dezember knüpft an den Juli an. Wir haben 3 Themenkarten. Ja, schau her, das richtige Maß finden zwischen dem Außen und dem Innen. Auch wirst du mit einem Vaterthema konfrontiert, sei es mit deinem eigenen Vater, beziehungsweise falls du Schütze männlich bist und Vater bist, kommen dort Themen auf dich zu. Doch nicht nur die Vaterrolle, sondern generell die männliche Energie, das männliche Prinzip, die Handlung, das Erschaffen. Und du wirst noch dazu versuchen, eine Brücke zu schlagen, eine Verbindung aufzunehmen bzw. aufrecht zu erhalten zu jemandem, mit dem du etwas gemeinsam hast. Und da kommt das Neue. Gut möglich, dass du es dir selbst manifestiert hast, doch es bereits vergessen hast. Gut möglich, dass es mehr als 6 Jahre zurückliegt. Es kommt, beziehungsweise es präsentiert sich in einer anderen Form, statt der du erwartet hast. Schauen wir uns die Hauptenergie an für den Juli, die Hauptenergie, die dich begleiten wird im Juli. Unter welchem Thema steht dein
Vertrautheit, auch ein Thema. Du sehnst dich nach Nähe. Wieder die Brücken. Du sehnst dich nach Nähe, nach Vertrautheit, nach Intimität. Das ist dein Fokus, doch es ist einerseits, du sehnst dich danach, andererseits weißt du, dass du andere Dinge, die an diese Themen gekoppelt sind, vielleicht noch genauer anschauen solltest, insofern dir darüber klar werden solltest. Ja, gut möglich hier, dass ein Widder für dich sehr, sehr ausschlaggebend wird, muss nicht sein und du die Brücken schlägst, beziehungsweise einen Schritt, den ersten Schritt auf diese Brücke tust. Für die, die sich mit dem eigenen Vater auseinandersetzen, beziehungsweise selber Väter sind, geht es auch darum, was wurde dir mit auf den Weg gegeben, was wurde dir gelehrt, was bringst du deinen Kindern bei, was möchtest du ihnen mitgeben. Auch gut möglich, dass du, lieber Schütze, eine Weiterbildung machen wirst, eine Ausbildung, eine Umschulung, dich mit neuen Themen befasst, deinen Horizont erweiterst, neue Interessengebiete am Horizont sind und du abwächst. Lohnt es sich, dort Zeit zu investieren? Wohin führt es mich? Du bist sehr interessiert im Juli, sehr wissbegierig und du wirst dich gut möglich auch mit Architektur beschäftigen. Architektur, nicht nur der Bau an sich, sondern auch mit Psychologie der Gebäude, mit der Energie der Gebäuden, also alles, was Architektur beinhaltet. Beginnen wir mit dem Tarot, lieber Schütze. Gehen wir ins Detail. Für manch einen wird Landwirtschaft ein Thema, Ackerbau, Ackerbestellung, alles was diesbezüglich mit Säen, Hegen und Pflegen und Ernten zu tun hat. Dies kann natürlich auch im übertragenen Sinne sein für einen Samen, den du setzt, also eine Affirmation, eine Manifestation, bis auf das sie ins Hier und Jetzt kommt. Der 5. Juli wird sehr, sehr ausschlaggebend werden für dich. Dort wirst du die Entscheidung treffen, eben die Hand zu reichen, sozusagen eine Brücke zu bilden. Gut möglich zu einem, wie gesagt, einem Widder oder einem Fisch. Der Juli verlangt viel von dir ab, an Konzentration, an Fokus. Vielleicht sind es Fehler, sagen sie, ist kein Platz. Also das heißt, wenn es dir zu viel wird, wirklich zieh dich zurück, mach einen Cut, nimm dir Zeit für dich, erhole dich und dann komm wieder zurück. Sie sagen, bisher warst du sehr im Außen, sehr ins Außen fokussiert und hast mehr reagiert als geantwortet. Der Juli möchte, wie gesagt, dass du nach innen schaust und das Vertrauen auf deine Intuition zu dir selbst wiedererlangst.
Du hast das Gefühl, bis zum, ja, ich würde mal sagen, maximal bis zum 10., 15. Juli zu kurz zu kommen. Sei es emotionell, materiell, zeitlich. Die erste Juli-Hälfte ist ein bisschen emotional herausfordernd für dich, etwas stressig. Du sehnst dich zurück nach den Zeiten, wo es so dahin plätscherte. Doch es ist jetzt nicht die Zeit, sich hinzusetzen, denn es möchte etwas erkannt werden. Nämlich, was in dir ist und was dir ein anderer Mensch widerspiegelt. Ein Luftzeichen, Wassermann, Zwilling, Waage, doch insbesondere ein Wassermann, verdreht dir den Kopf, sofern du ihn dir verdrehen lässt natürlich. Doch es ist emotionell schon sehr herausfordernd für dich, denn eigentlich hast du der Liebe abgedankt, beziehungsweise hast momentan keine Zeit für die Liebe. Doch dieser Mensch ist sehr interessant für dich. Ich bezweifle, dass du Nein sagen kannst. Auch ein Gedanke von dir wird sein, ich bin doch so viel gegangen, jetzt habe ich so viel Zeit investiert in das Nachdenken, in das Heilen, in das Lösen für mich, dass du nicht schon wieder von vorne anfangen möchtest. Doch dieser Mensch klopft und klopft und klopft immer weiter an deine Tür. Auch gibt es ein Friedensangebot zwischen dir und einem anderen Menschen, gut möglich Erd- oder Wasserzeichen. Ein Friedensangebot, insofern die Sterne stehen gut, auf das man in ein gutes Miteinander kommt. Das Angebot, das auf dich zukommt, es ist ein sehr gutes Angebot. Es wäre der Neuanfang, nach dem du gesucht hast. Doch für dich kostet er dich zu viel. Du findest, er hat einen zu hohen Preis. Das heißt, du müsstest wegziehen. Du müsstest in deinen Gedanken deine Familie vernachlässigen, wenn du daran denkst, dieses Angebot anzunehmen. Oder du würdest deine Freunde für längere Zeit nicht sehen. Dein gewohntes Umfeld müsstest du verlassen. Wie dem auch sei. Das neue Angebot hat einen Preis. Doch wisse, überlege gut, wege gut ab. Denn es wäre nicht jetzt sofort. Denk dran, der Dezember koppelt an den Juli an. Und lieber Schütze, es ist Zeit, mit einer gesunden Portion Egoismus an dich zu denken, was dich bereichert, was dich erfüllt und dieses Angebot. Wir denken, es ist genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir machen weiter im Extended, gehen weiter die Details durch. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.